Ja, das war 86, als ich mit dem Heavy Metal angefangen habe. Ich hatte so 2 Typen in der Klasse, die haben Metal schon gehört und haben mich dann mit Tapes versorgt, von Running Wild, Warlock war dabei, Accept, Metallica natürlich dann relativ flott und ja, Slayer natürlich dann kurze Zeit da drauf, da war dann schon mal eine Nummer härter. Und ich kann mich auch daran erinnern, wir haben uns morgens dann immer an der Bushaltestelle getroffen. Da habe ich dann noch den Creator Kasi kennengelernt. An der Bushaltestelle, Markus und ich. Und haben uns dann immer, ich habe dir immer Kassetten überspielt. Der hatte schon eine umfangreiche Plattensammlung und der hat dann quasi jeden Tag von mir Leertapes gekriegt. Und am nächsten Tag kamen die dann wieder zurück mit irgendeinem geilen Stoff drauf. Mit AC/DC oder Iron Maiden oder Accept oder sonst was. Und dann irgendwann habe ich gedacht, jetzt musst du mal schocken. Und da habe ich ihm dann Slayer auf eine Kassette aufgeholt. Oder am nächsten Tag, boah, was ist das für ein Lärm und so. Ja? Das konntest du eigentlich gar nicht fassen. Ne? Ja, und das hat sich dann natürlich bei dir irgendwann ganz schnell da gewandelt. Ne? Dann ist das alles eher in die extreme Richtung gegangen. Ne? Wie das halt so ist, also als junger Heavy-Metal-Fan, ist der Traum, eine eigene Band irgendwann zu gründen. Ist ja klar. Ne? Und die Initialzündung, das dann wirklich auch in die Tat umzusetzen, das war eigentlich, als wir so ungefähr 87, 88 zum ersten Mal Venom live gesehen haben, damals noch auf Videokassette. Und wir waren halt wie weggeblasen. Ne? Wir haben uns die Live-Show angeguckt von Venom, was die für eine Show abgeliefert haben. Da haben wir nur noch staunend vor dem Fernseher gesessen und konnten gar nichts mehr sagen. Und da war für uns klar, das wollen wir auch machen. Jungs, unsere neue Demo, die will rise again. Wir haben nach einem Bandnamen gesucht natürlich für die Band und kamen dann über Eternal Torment und Menace, kamen wir dann relativ schnell zu Disaster, weil inspiriert von dem Destruction-Titel Total Disaster von ihrer ersten EP, war so ein Sprichwort von uns. Komm, wir gehen jetzt runter ins Dorf und machen totales Desaster. Und irgendwann hat der Creator Kasi gesagt, Mensch, warum nennen wir es nicht einfach Disaster? Ja, als der Bandname Disaster dann feststand, war klar, wir können schlecht als Markus an der Gitarre und Carsten am Bass in die Welt des Heavy Metal einsteigen. Deswegen war klar, wir brauchen Pseudonyme wie Kronos, Mantas, Abaddon. Creator Kasi war da immer sehr, sehr ideenreich und ja, weil er halt Creator-Fan war, hat er sich ein bisschen anders geschrieben, Creator Kasi genannt. Mich nannte er dann Infernal Kusch, ja, Infernal Kuschke, weil angeblich meine Fürze immer so höllisch gestunken haben. Die ersten Disaster-Songs in Anführungszeichen entstanden schon 88 bei mir im Kinderzimmer, als ich meine neu erworbene Gitarre irgendwie an meine Stereoanlage angeschlossen hatte, natürlich ohne Verzerrer, ohne Verstärker, ich wusste gar nicht, dass man sowas braucht. Und ja, dann wird irgendein Krach gemacht und jemand hat dann auf dem Sessel Schlagzeug gespielt und dann entstand zum Beispiel so ein Lied wie Scream on the Butterblower, was auch immer das bedeuten mag. Und als dann Creator Kasi endlich seinen Bass sich zugelegt hatte, konnten wir dann richtig starten. Die ersten Proben fanden dann bei uns in den Kellern statt. Ich weiß auch, wie ich mitsamt meinem alten, ungefähr so großen Verstärker, der übrigens aus der DDR stammte, auf dem Fahrrad zum Creator Kasi gefahren bin und da haben wir dann zum ersten Mal richtig aufgedreht und Krach gemacht und das war sozusagen die erste Probe. Ja, uns wurde dann klar, okay, wir brauchen dann doch noch einen Schlagzeuger dazu, sonst hört sich das ein bisschen komisch an. Wir haben uns damals hier in der Berufsschule kennengelernt und da hat sich durch Zufall rausgestellt, er spielt Bass, ich habe mit Schlagzeug angefangen und gut, er hat erzählt halt von Kuschke, Gitarre ganz neu und da haben wir überlegt, dann irgendwie halt was zusammen zu machen, weil die halt irgendwie noch einen Schlagzeuger gesucht haben. Problem war halt damals, ich war in der Band drin, in der festen Band und habe gesagt, okay, ich helfe euch ein bisschen aus, bis ihr halt einen Schlagzeuger habt und da könnt ihr ja schon mal loslegen oder da kann man halt was machen zusammen. Ja, wir haben uns dann immer getroffen mit dem Alex Arzt in dem Proberaum von seinem Vater.
und haben da quasi die ersten Disaster-Songs geschrieben und Greg natürlich immer aufgenommen. Keiner konnte irgendwie spielen und trotzdem hat es irgendwie Spaß gemacht, das Ganze dann aufleben zu lassen. Ja, wir haben das wirklich von null aufgearbeitet, ne? Also bis wir dann alles zusammengeklickt haben, die Gitarren aufeinander abgestimmt haben. Also eigentlich hatten wir schon die Idee gehabt, ein Live-Konzert zu absolvieren, bevor wir überhaupt die ersten Songs geschrieben hatten. Und deswegen waren wir so voreilig und haben dann schon mal die Grillhütte in Mülheim-Kärlich gemietet, um dort ein Konzert aufzuziehen. Wie gesagt, immer noch keinen einzigen Song geschrieben, aber Live-Konzert organisiert. Und dann nach den ersten katastrophalen Proben, die wir gemacht haben, habt ihr schon gesagt, so ja, auftreten. Das war dann ganz klasse. Ja, stimmt. Ja. Also uns war das gut genug, ne? Ja, die Erfahrung, die war halt noch nicht so groß. Gell? Ja, wir hatten keine Erfahrung, wir haben einfach drauf losgehämmert und es hat sich halt irgendwie was ergeben, es hat sich ganz gut angehört. Mhm. Und ja, da haben wir dann halt gesagt, okay, dann machen wir halt einen Auftritt. Ich habe das in der Schule auch schon verbreitet, dass wir ein Konzert haben. Ein Kumpel aus meiner Klasse hat dazu direkt ein geiles Bild gemalt, Grillhütte-Desaster, wo man irgendwelche Leute sah, die dann aus der explodierenden Grillhütte rausgeflogen sind. Und so ein bisschen durch Mund-zu-Mund-Propaganda kamen dann auch tatsächlich ein paar Leute dann zum ersten Konzert, wo übrigens dann Alex eigentliche Band, Human Refuse hießen die, Headliner war. Und eine Band namens Mülheim-Kärlich Noiscore war damals Vorgruppe gewesen. Ich war nachmittags schon da, mich hat das alles gewundert, das war alles aufgebaut. Ich weiß bis heute nicht, wo das Schlagzeug herkam, wo die Anlage herkam. Das stand auf einmal da. Ja, und irgendwann, ich glaube so gegen 19 Uhr hat das angefangen. Da haben wir irgendwie einen gescheppert und bei Disaster fand ich ganz lustig, da die Leute halt wirklich große Augen auch gekriegt haben. Was sind das denn da für Leute? Was veranstalten die da für einen Krach? Das Schöne war halt bestimmt, 80% der Leute hatte Kutte an. Das gab es ja dann 2-3 Jahre später gar nicht mehr. Da war Kutte voll verpönt. Aber damals war halt die Grillhütte voll mit Kutte. Man kann das mit einer Grillhütte-Party von heute vergleichen. Das war nicht wie ein Konzert, wo dann irgendwie 100 Leute da in der ersten Reihe stehen und der Kopf schüttle. Sondern die Leute waren alle ein bisschen verteilt, aber überall war mal einer am Headbange und einer am Poge oder sonst wie besoffen in der Eck am Liege oder am Kotze. Also das war schon schön. Ja, die Stimmung war auf jeden Fall ganz gut. Zwischendurch hat es mal geregnet. Ich glaube schon, aber das war den Leuten eigentlich relativ egal, weil die sind alle nur da rumgepokt, da rumgeflogen, gebangt, besoffen, alles saugeil. Und richtig geile Party. Ja, irgendwann 1990 hatte der Alex dann wieder keine Zeit für uns zum Proben und auch Quädor Kasi und ich, wir haben uns so ein bisschen aus den Augen verloren. Irgendwie, woran es gelegen hat, ich kann mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Jedenfalls lag dann Disaster einfach auf Eis. Disaster war dann quasi nur noch ich. Ich habe das dann in der Zeit so ein bisschen versucht voranzutreiben, habe immer nach neuen Mitstreitern gesucht. Jeden, den ich kannte, der irgendwie ein Instrument gespielt hat, habe ich angehauen, wie ist es, wollen wir mal zusammen mal zocken. Aber so ein richtiges Line-Up habe ich leider nicht zusammengekriegt. Und irgendwann habe ich halt mehr oder weniger allein mit dem Kuschke und mit Kuschkes Freundin damals, mit Archie und mit Misov, beim Kuschke im Kinderzimmer gesessen. Und da haben wir, glaube ich, 2 Jahre verbracht, so ungefähr. Und sind von der Mutter Kuschke, an die auch mal einen schönen Gruß an dieser Stelle, verköstigt worden. Und
Ja, und da war halt so die Zeit, wo der Gruschka halt zwar keine Band gehabt hat, aber jeden Tag wirklich von morgens bis abends Gitarre gespielt hat und immer rumgefummelt hat. Und da kamen dann halt die Songs wie Port of Hellgate zum Beispiel zustande. Bis 1992, da habe ich erfahren, dass einer in meiner Parallelklasse, das war der Lucky, dass der Schlagzeug spielt. War halt mit mir auf einer Schule in der Oberstufe und so kamen wir irgendwann ins Gespräch, weil mir doch aufgefallen sind, mir zwei halt immer in schwarzen Lederklamotten. Und er hatte ja die Band schon länger sozusagen, und dann kam auf die Idee, das wieder aufleben zu lassen. Da war ein lokales Konzert, hat eine Band gespielt und nach dem Konzert habe ich draußen gestanden und auf einmal hat jemand drin angefangen, Kill 'Em All fast komplett durchzuspielen, Slayer angespielt. Und ich war beeindruckt und dachte mir so, wer kann hier so gut spielen? Und bin reingegangen und habe den Infernal gesehen an der Gitarre und habe ihn direkt angesprochen und habe gesagt, ob er nicht Lust hatte, Disaster wieder zu reaktivieren, weil das Line-Up damals ziemlich am Boden lag. Und nach einigem Hin und Her und einigen Bier mehr hat er dann eingewilligt und wir haben dann ausgemacht, uns mal zu treffen. Und dann haben wir uns quasi relativ schnell zusammengefunden, weil wir auch dieselbe Musik hörten. Schnell war ein Proberaum organisiert. Wir haben einen Proberaum im alten Bunker in Neuendorf bekommen für, ich glaube, damals 120 Mark, was viel Geld war, im Monat für uns als Schüler und Auszubildende. Und ja, da haben wir dann richtig losgelegt mit der Band. Die erste Probe fand am 1. April 1992 statt, in der Besetzung Okkulto am Bass und Gesang, Lucky Schlagzeug und ich an der Gitarre. Und klar, was macht man am Anfang? Man spielt Sachen nach, man covert erstmal. Wir haben Countess Bathory von Venom gespielt, hat sich gar nicht so schlecht angehört, haben wir direkt aufgenommen. Ich weiß doch, dass am Wochenende irgendwo eine Party war und die haben wir dann gestürmt und haben, glaube ich, 10-mal hintereinander Countess Bathory in die Anlage geschmissen und haben die Partygäste so dermaßen genervt damit, dass die uns rausschmeißen wollten. Da. Irgendwann hat sich dann auch die Möglichkeit ergeben, live zu spielen, weil dem Lugi seine Eltern eine Kneipe haben und die waren dann in Urlaub und wir hatten quasi den kompletten Laden für uns und haben dann da unser allerersten Gig gespielt. So, hier war dann das allererste Konzert nach der Reunion. Schön spießig, wie man hier sehen kann. Hier hat die Band ihre Sachen aufgebaut, schon relativ eng, weil ja doch ziemlich viele Gäste da waren. Nicht wegen Desaster, sondern weil es eine Party war, wo es umsonst was zu trinken gab. Da waren ein paar Kumpels halt da, ich schätze mal so 30, 40, 50 Leute werden das gewesen sein, die genauso besoffen wie mir dann teilweise ins Schlagzeug reingefallen sind bei den Songs, die wir gespielt hatten. Der Gig selbst verlief dann ziemlich chaotisch. Natürlich Bassspielen, Gesang war eigentlich eine Nummer zu hoch für mich. Also das ging überhaupt gar nicht. Und deswegen war klar, wir brauchen einen Bassist. Mir kannte ein Typ auch vom Sehen aus der lokalen Szene, hat ein Slayer-Shirt gehabt, war uns sympathisch, das war der Odin. Den haben wir dann angesprochen und haben gesagt, Junge, du musst dir den Bass kaufen, du steigst bei uns ein. Im totalen Vollsuff haben wir ihn dann quasi als Disaster-Bassist verpflichtet. Freiwillig bin ich nicht eingestiegen, ich wurde eingestiegen. Ich war so besoffen. Ich wurde eigentlich zwangsrekrutiert. Richtig los mit Disaster. In der neuen Besetzung ging es dann so 1993, als wir unser erstes Demo, The Fog of Avalon, aufgenommen haben. Ich weiß nicht mehr viel davon. Wir haben einen
einen Rekorder mitten in den Raum gestellt, ein Mikro angeschlossen, in den Raum gehangen und haben drauf losgespielt. Und ich weiß auch, das hat immer eine Rückkopplung gegeben, wenn Okkulto angefangen hat zu singen. Deswegen musste der sich halt, das wurde natürlich live alles eingespielt, musste der sich während den Aufnahmen mit dem Rücken zum Mikro in die Ecke stellen und dann irgendwie so seinen Gesang da reinpressen. Es war eigentlich ja ein grottischer Sound, aber irgendjemandem hat es wohl gefallen. Also ab da ging es dann halt los. Ich kann mich erinnern, dass Infernal tagelang sein Doppeltape-Deck hat laufen lassen, um Tapes zu kopieren. Wir haben damals eine Anzeige, glaube ich, im Blaze-Magazin geschaltet und auch im Rockhard-Magazin. Ich bin mir da aber nicht mehr so ganz sicher. Und die Reaktionen darauf waren überwältigend. Für mich im ersten Moment wirklich unbegreiflich, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass irgendjemandem dieser Krach wirklich gefällt. Neue Band, im Proberaum aufgenommenes Demo. Die Leute haben uns das Teil aus der Hand gerissen sozusagen. Dadurch kamen dann die ersten Underground-Kontakte zustande. Wir wurden dann auch eingeladen für unser erstes Konzert, halt mal außerhalb von Koblenz oder Mülheim-Gerlich. Damals in Ostdeutschland war Annaberg, ich sag mal, einer der Hauptpunkte in Richtung Black Metal. Eine sehr lebendige, sehr extreme Szene, aber auch viele Fans. So weit im Osten war ich bis dahin noch nie. Es war arschkalt, Schnee ohne Ende. Wir kamen uns ziemlich einsam vor, man hat auch keinen verstanden. Wir hatten natürlich keine Ahnung, was es da erwartet. Wir hatten auch kein Auto zu der Zeit. Unser Drummer musste sich das Auto von den Eltern leihen, ein alter Mercedes mit Sommerreifen. Und so sind wir dann 600 Kilometer Richtung Annaberg gefahren, im tiefsten Winter. Und haben wir geguckt, ob wir da irgendwas reisen können. Für uns war es auch ein Härtetest. Das Publikum war da sehr kritisch, war sehr extrem. Und wir haben uns gedacht, wenn wir hier bestehen können, dann können wir auch woanders bestehen. Und so war es auch. Wir haben es geschafft, Leute doch nach einigen Songs auf unsere Seite zu ziehen. Das waren überwiegend die Songs vom ersten Demo, plus 1, 2 Covers. Ich denke, Countess Bathory und so weiter war auch noch dabei. Ja, erstmal in einem professionellen Studio waren wir dann beim Wally vom Toxoplasma, der Sänger. Der hat hier in Koblenz damals ein 8-Spur-Studio betrieben. Irgendwann hat mich ein Briefkumpel aus Schweden gefragt, ob wir nicht auf einem CD-Sampler, den er rausbringen wollte, drauf sein wollen mit einem Stück. Und das war man natürlich Feuer und Flamme. Das wäre die erste professionelle Veröffentlichung dann gewesen für uns. Und da haben wir direkt zugesagt. Und ja, er wollte dann von jeder Band halt den Song haben und halt, um ein bisschen sich an den Kosten zu beteiligen, 500 D-Mark damals, was für uns jetzt nicht gerade so im Portemonnaie gesteckt hat. Wir waren ja Schüler und Auszubildende damals. Deswegen haben wir irgendwie die 500 D-Mark damals zusammengekratzt, haben die nach Schweden geschickt, zusammen mit dem Song, und ja, dann haben wir nie wieder was von dem Typ gehört. Für unseren Samplerbeitrag, für den Schweden-Sampler, den geplanten, sind wir dann zum Wally ins Studio und haben den Song As the Dead Word Calls aufgenommen. Das erste Mal professionell. Die kamen irgendwann zu mir ins Studio, ja, haben ein Pentagramm auf den Teppich gemalt und erstmal eine Katze geschlachtet. Ja, ja, und dann haben die losgelegt. Ne? Haben halt 3 Stunden Death Metal gespielt. Ich muss dazu sagen, ich war nicht dabei. Ich habe es vorgezogen, mir irgendwie in Spanien einen Sonnenbrand zu holen. Deswegen habe ich den Bass eingespielt. Hört man, glaube ich, auch. Keine Timing-Schwankungen. Ja, es ist total grausam. Also ich hätte es besser gespielt, anders gespielt.
Beim Songwriting zum zweiten Demo merkt man aber auch deutlicher die Black Death-Einflüsse. Das Ganze war auch ein Stück weit negativer belegt mit eigenen Erfahrungen, eigenen Emotionen. Und ich denke, das hört man in der Musik auch an, alles ist ein bisschen gedrückter, fast schon melancholisch, aber klar, ich meine, nicht umsonst schreibt man Songs wie As the Dead World Calls. Für das zweite Demo wollten wir dann ein bisschen bessere Qualität erreichen, deswegen sind wir da auch wieder zum Wally ins Studio gegangen. Und ich kann mich noch daran erinnern, das war ja in einer Mietswohnung ganz normal untergebracht, das Studio. Da hatte der das Schlagzeug, weil das natürlich am meisten Krach macht, da hatte der das Schlagzeug ausgestopft. Das heißt also, die Bassdrums waren voll mit irgendwelchen Bettdecken, ja, und die Toms waren vollgestopft mit irgendwelchen Füllmaterialien, damit das nicht so viel Bums macht. Ne? Und die Anschläge wurden dann quasi im Art von Computer wurden die umgewandelt in Sound. Ja. Mein berühmt-berüchtigtes achteckiges Dynacore E-Drum. Weil ich habe im 12-Familienhaus gewohnt, hatte das Studio auch da und da ein richtiges Schlagzeug reinzustellen, war schon immer sehr kritisch. Deswegen musste ich das einige Jahre lang immer mit E-Drum aufnehmen. War natürlich fürchterlich, aber zu der Zeit ging das eigentlich immer noch. Heute braucht man mit so einem Ding nicht mehr aufzulaufen, denke ich. Wir haben ja schon ein paar Mal in Annaberg-Buchholz gespielt gehabt und da sollten wir dann mal in Dessau spielen. Und das war gerade die Fastnachtszeit, bekanntlich hier im Rheinland die Hölle los. Und Luki konnte da nicht, weil er musste in der Kneipe seiner Eltern aushelfen zu Karneval. Und ja, da haben wir unseren Kumpel Husky gefragt, den Tormentor. Das war natürlich Feuer und Flamme, weil irgendwie mit meiner anderen Band, das wurde immer ein bisschen komischer und wie sich die entwickelt hat damals, war auch nicht mehr so mein Traum eigentlich, weil irgendwie ist immer weiter vom Heavy Metal weggegangen. Und ja, da war ich ganz froh, dass Marc mich gefragt hat. Ich war auch schon immer damals ein großer Disaster-Fan. Ich hatte auch damals auf meiner Lederjacke Disaster Road Crew draufstehen. Ja. War man ihm sehr dankbar für. Das Konzert an sich war voll für den Arsch gewesen, weil da standen schon 20 Leute in einem riesigen Halbkreis um die Bühne rum, ging überhaupt gar nichts ab. Ich kann mich leider auch gar nicht mehr so genau an den Abend erinnern, weil natürlich gesoffen wie die Bescheuerten. Irgendwann nach der Veröffentlichung des zweiten Demos, nach einigen Gigs, ist dann unser damaliger Drummer Luki gekickt worden. Den Grund verschweige ich jetzt mal. Okay, er hat was mit der Freundin von unserem Gitarristen. Sollte man nicht machen. Dafür fliegt man raus. Es war natürlich die Schwierigkeit, einen Ersatz zu finden. Plötzlich kam auch das Angebot, für eine kleine Tour mit Occult zu spielen und das war natürlich für uns eine super Gelegenheit. Da haben wir dann wieder Tormentor, also unseren Husky, gefragt, ob er nicht die 3 Tage mit auf Tour ging. Und an die Tour kann ich mich eigentlich noch relativ gut erinnern, weil wir haben damals wir haben in einem Nightliner sind wir rumgefahren und mit 3 Bands und dem Veranstalter von der Tour. Wir haben auch nur 3 Betten zugewiesen bekommen. Das heißt, einer von uns musste quasi immer auf einer
auf dem Sitz schlafen. Und das war halt dann meistens immer ich, weil ich halt erstens sowieso der Jüngste war, wie immer, und zweitens, weil ich auch nachts immer bis in die Puppen dann da gesessen habe, gesoffen habe. Ich hatte eh nichts zu verlieren. Ich war ja nicht in der Band drin, ja, die waren ja selber schuld, als sie mich mitgeholt hatten. Dann hat er die 3 Gigs auch mitgespielt, hätte gern auch ein festes Engagement gehabt in der Band, aber dafür war er leider zu dem Zeitpunkt noch zu schlecht. Vor allem gerade, was hier so Double Bass und so war halt nicht so prickelnd. Deswegen haben wir uns lieber nach einem anderen Schlagzeuger umgeguckt. Ja, an den Tobi, an den Thorin sind wir gekommen, weil seine Schwester war bei mir in der Klasse und als wir auf Dramasuche waren, hat die mal erwähnt, dass ihr kleiner Bruder Schlagzeug spielt und das wollte ich mir mal anhören und bin mal in seinen Proberaum gefahren, haben wir ein bisschen zusammen gejammt und also ich war direkt hin und weg von dem technischen Können von dem jungen Kerl. Und ich glaube, wir haben direkt beim ersten Meeting haben wir direkt einen Song zusammengeschrieben. Das war dann The Hill of 1000 Souls. Also ich kannte die meisten Leute ja vorher schon. Also ich kannte halt den Husky und ich kannte den Kuschke von der Schule halt, wir auf derselben Schule waren. Und den Volker kannte ich auch, weil der Volker bei mir im Ort wohnt. Und irgendwann hat der Kuschke mich halt gefragt. Hat er halt gesagt, die hatten halt Probleme mit dem Drummer. Und hat dann ziemlich kurzfristig wohl aufgehört. Und da waren aber halt Sachen, die irgendwie angestanden haben. Da wurde die Split-Single, Hill of 1000 Souls, sollte aufgenommen werden. Der Kontakt mit Merciless Records kam damals zustande, weil der Volker zu der Zeit auf vielen Gigs eigentlich präsent war und schon einen Stand hatte. Er hat auch schon einen Mail-Order gehabt, wo viele noch keinen Mail-Order hatten und noch gar nicht in der Szene präsent waren. Er hat Vinyls verkauft, die es schwer bis gar nicht zu kriegen gab. Und da war natürlich das Angebot, eine Split-Single zu machen, für uns schon eine super Sache, weil wir gedacht haben, ein Bekenntnis auch zum Underground ist eine Split-Single, das passt. Ja, auf der Angot Split-Single war von uns der Beitrag The Hill of 1000 Souls drauf. Ein Song, den wir damals ganz frisch geschrieben hatten, zusammen mit dem neuen Schlagzeuger Tobi. Ja, kam dann immer zu mir nach Winningen in den Proberaum und dann haben wir halt die Lieder geprobt, mir 2 erstmal allein und dann halt irgendwann mit den anderen auch und dann ja, haben wir halt erst beim Walli in Koblenz die Single aufgeholt. Und ja, das Lied repräsentierte uns damals sehr gut. Also da sind typische Black Metal Passagen drauf, aber auch traditionelle Metal Passagen. Costa hat immer gesagt, ich hätte dabei Accept geklaut, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Naja. Naja, jedenfalls kam der Song gut an und das Teil ist natürlich mittlerweile eine Rarität. Weil die Single so gut lief, kam dann irgendwann von Merciless auch das Angebot, eine volle LP zu machen und das war das für uns damals eine Riesensache. Wir haben uns direkt dran begeben, Songs zu schreiben. Natürlich nach wie vor das Problem mit dem Drummer. Der Tobi hatte mehr oder weniger anderweitige Verpflichtungen und wenig Zeit, aber irgendwie haben wir es doch geschafft, die Songs zusammenzukriegen. Sind dann hier in Koblenz in ein lokales Studio. Ja, für mich, also in meinen Augen, war das ein riesiges Studio und alles hochmodern und kam ich überhaupt nicht mit klar. Wir hatten dann einen Techniker, Contra, Bassist in einer Hardcore-Band. Ich weiß nicht warum, aber er kannte eigentlich nur cleane Bässe.
naja, als ich dann meinen eingestöpselt habe, hat er dann auch mal einen Verzerrten kennengelernt. War er nicht so begeistert von, hat aber dann irgendwann irgendwie, es hat halt hingehauen, aber es war schon irgendwie seltsam. Er kam damit nicht so richtig klar. Das einzige Problem war, dass wir überhaupt keinerlei Erfahrung hatten mit größeren Studios und dementsprechend war der Sound sicherlich was anderes, als wir uns vorgestellt haben. Die Aufnahmen sind wie alle Aufnahmen für mich ganz furchtbar. Ich hasse Studio, war damals schon so, wird auch immer so bleiben. Das ist einfach, ja, ich hasse es. Ich muss halt sauber spielen und Klar, man war stolz, dass man eine Platte hatte. Das war erstmal das Wichtigste und wir hatten neues Material für weiter live zu spielen, weil nach wie vor war das Live-Spielen für uns das Wichtigste. Wir hatten dann halt ausgemacht, da waren noch ein paar Konzerte, die haben angestanden, habe ich dann halt noch mitgespielt, ich glaube 2 oder 3. Und ja, dann war natürlich auch irgendwann irgendwie auch ein bisschen so das Problem, dass halt auch dann noch ein paar Sachen angestanden haben, die halt jetzt, sage ich jetzt mal, unter der Woche und so gewesen wären, irgendwie mit Konzerte hier, Konzerte da. Und weil ich halt noch in die Schule gegangen bin, hat das halt einfach, ging halt irgendwie nicht, ja. Dann hat er für sich selbst beschlossen, nee, also überhaupt die ganze Szene hat ihm nicht so zugesagt. Das war für so einen jungen Kerl, glaube ich, schon ein bisschen zu viel. Und dann hat er leider quasi einen Rückzieher gemacht. War halt immer auch schon Metal-Fan gewesen, aber ich wollte halt auch nicht nur Metal machen. Und deswegen habe ich halt dann auch irgendwann, habe ich halt gesagt, tut mir leid, aber ich denke mal, es gibt noch andere Leute, die da besser passen. ich glaube, wir waren einfach zu assig. Für so einen jungen Kerl waren wir einfach zu assig. Waren wir wie immer wieder mal auf Drummersuche und ja, da bot sich unser alter Kumpel Husky dann doch an. Der muss natürlich noch ein bisschen üben. Was ich heute immer noch machen muss. Und dann haben wir ein paar Monate zusammen geprobt und dann schon herausgestellt, dass er doch einigermaßen funktioniert hatte. Wir haben natürlich danach auch nochmal einen Riesensprung gemacht, was Spieltechnik anbelangt. Wir haben einfach mehr gelernt, besser zusammengespielt. Ja, dann hat man dann danach, auch kurz danach, hatten wir dann den ersten Ausland-Gig in der gesamten Geschichte von Disaster eigentlich. Er war in Rotterdam im bekannten Club Baruch. Ja, und war damals mit Cradle of Filth. Cradle of Filth hatten damals gerade die erste volle Scheibe draußen, waren natürlich dann auch noch nicht so pussy, wie sie heute sind. Jetzt war Cradle of Filth nicht unbedingt eine der Bands, die uns gefallen hat, aber wir hatten auf die Tour die Möglichkeit, auf einen Schlag 600, 700, 800 Leute zu erwischen. Und da haben wir nach einiger Überlegung gesagt, okay, machen wir. Das Ganze ist dann nach dem Gig auch so feuchtfröhlich geendet. Jeder von uns hat seinen Gutschein aufgebraucht. Und es waren so viele Fans da, die uns auch noch ständig Bier ausgegeben haben. Ich hab noch mit den Cradle of Filth-Typen die ganze Nacht gesoffen und war wirklich überrascht, dass der Danny sich richtig gut auskannte mit alten Bands und so weiter. Also hätte ich dem jetzt nicht gegeben. Ja. Auch ultra sympathische Jungs. Gut, die Musik kann man drüber streiten. Wir haben dann die Stormbringer Mini-LP gemacht, eigentlich als Bekenntnis auch zum Underground, eine Picture-LP, was damals nicht selbstverständlich war. Und wollten dann auch da entsprechend mit neuen Songs aufwarten. Die Songs waren frischer, besser ausgearbeitet, spieltechnisch besser und wir wollten frisches Material haben, auch um Tormentor einzuarbeiten, was nochmal eine Verstärkung war. Und damals in der Zeit
fing es langsam an, dass auch Black Metal langsam doch zum Trend verkam. Also es gab immer mehr Bands und immer mehr Fürze wie Weibergesang und Keyboard und all so ein Scheiß. Und davon wollten wir uns auf jeden Fall distanzieren. Wir wollten da nicht mit in einen Topf geschmissen werden. Deswegen haben wir dann doch versucht, ein bisschen mehr unsere Wurzeln, die halt im Thrash-Metal auch natürlich liegen, hervorzubringen. Und dementsprechend sind dann die Songs auch ausgefallen. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mit dem Song Sacrilege ankam, mit dem Riff, der eigentlich eher so traditionell rock'n'rollig irgendwie ist. Ja, und dass der Okkulto am Anfang gar nicht so begeistert war, weil das war für ihn zu wenig böse und evil. Ne? Heutzutage immer noch im Live-Programm das Stück. Zum Glück haben wir, wie gesagt, das dann doch aufgenommen. Auf der Mini ist auch ein Cover von Creator drauf, Tormentor. War uns ganz wichtig, dass wir da wirklich auch mal zeigen, wo unsere Wurzeln liegen. Und da ist dann quasi auch unser Traditional Black Metal Begriff entstanden. Studioaufenthalt kann man eigentlich auch sagen, dass wir wieder beim Walli waren, hier im Koblenz im Toxo Music. Damals hieß es aber Overhead Project noch, genau. Und war für mich das erste Mal dann mit Disaster im Studio. Ich hatte vorher mit meiner anderen Band waren wir mal da drin, das war halt auch mehr nur Geplänkel. Und mit Disaster wurde dann schon ein bisschen krasser, weil auch dann viel mehr Double Bass, viel schneller und was mir dann am Anfang schon ein bisschen Sorgen bereitet hat, aber im Endeffekt hat ich meine, man hört heute noch sehr viele Fehler auf der Mini, aber ich glaube, das ist auch irgendwo das, was diese Mini auch so ein bisschen speziell macht, sagen wir mal, dass man halt einfach da mal gesehen hat, dass man auch einfach roh und ungeschliffen eine super Scheibe rausbringen kann, die halt auch wirklich voller Herzblut und voller Aggression war. Und zu dem Zeitpunkt vielleicht auch wirklich so eine kleiner Faustschlag in die Szene war, wo man einfach mal zeigen wollte, dass man auch, selbst, da sind ja auch trotzdem noch Songs drauf wie das Splitstück, was ja trotzdem noch immer so ein bisschen diesen Mittelalter-Touch drin hatte und sowas, wo wir einfach gar keine scheiß Keyboards und so gebraucht haben. Ja, das war uns ein Unding, dass man in der Musik Keyboards braucht, wenn es um Heavy Metal geht. Also wir haben es immer geschafft, Atmosphäre auch ohne Keyboards zu erzeugen, ja? Allein mit den traditionellen Rock-Instrumenten. Ich erinnere mich, dass wir damals, das war auch die Anfangszeit der Hellbangers, Partys und Meetings hatten, bei denen ungelogen mindestens 15, 20 Leute um die Autos rumstanden und die komplette Endless Pain LP durchgebankt haben. Es war einfach ein Gefühl damals, dass man die Sachen völlig neu mit einem ganz anderen Ohr entdeckt hat. Und obwohl die Platte schon Jahre alt war, klang das plötzlich doch irgendwie frisch und man war wieder froh, richtige Gitarrenriss zu hören und Sound zum Bangen. Und wir haben dann immer mehr auch das Interesse bekommen an dieser ganzen Szene rund um Alten Essen, Velbert. Was war da los? Was waren da für Leute? Wie waren die drauf? Und haben da versucht, einen Kontakt herzustellen. Ja, zur Aufnahme von der Hellfires kann man echt viel erzählen, weil wir haben damals in Velbert aufgenommen. Mir als große 80er Trash-Fans war das für uns natürlich wahnsinnig interessant. Mekka, ja, war wahnsinnig interessant, da in Velbert rumzuhängen. Wir haben den Heavy Metal Fanclub Velbert ein bisschen besser kennengelernt. Wir haben bei Atomic Steif gepennt. Im Studio kamen Toto von Living Death und Lemmy von Violent Force. Pausenlos über Musik geredet. Wir wollten dieses ganze Feeling irgendwie uns aufsaugen. Wie war die Zeit damals? Ich kann mich daran erinnern, dass wir doch ein bisschen Probleme hatten, dann im Studio dann auch auf den Punkt zu spielen, weil wir haben doch eigentlich wieder jede Nacht ziemlich lange beim Steif gesessen und er hat so viele alte Storys erzählt. Muss man einfach zuhören. Ne? Wir waren dann auch noch in Gelsenkirchen im Endzeit, was damals auch ein lokaler Metal-Treff war und da sind einfach auch dann Leute verkehrt wie Angel Ripper, Grave Violator und
so weiter. Das war einfach genau das Feeling, was man zu der Zeit haben wollte, was man in sich aufgesaugt hatte, und all das ist nachher Inspiration gewesen und eingeflossen auch in das Songwriting für die LP, die später dann Hellfire's Dominion wurde. Schlagzeug wurde diesmal mit, ich glaube, unendlich vielen Mikros aufgenommen, kamen neue Sachen dabei, wie dass man Steine in die Bassdrum legt und irgendwie Becken anders hängt, damit die besser klingen und was weiß ich was. Und auch mal diese ganze Aufnahmetechnik wurde ein bisschen anders gehandhabt wie bei Wally und war eine gute Sache. Die ganze Location war eigentlich sehr großzügig. Wir hatten da eigentlich eine super Zeit gehabt, hatten die Songs in Ruhe produzieren können. Der Sound war besser, es war immer noch nicht 100%ig das, was man wollte, aber ich denke, für die Zeit, für die Erfahrungen, die wir hatten, war das schon gut. Während der Aufnahmesession haben wir unter anderem auch einen Coversong von Sodom aufgenommen, Proselytism Real, der damals dann für diesen Sodom-Sampler Homage to the Gods, für den er verwendet wurde. Der war auf der Code Red mit dabei, Code Red, glaube ich. Ja. Ja, wir haben ja mittlerweile die Tradition auch, dass wir immer Gastmusiker ein bisschen auf den Platten haben und alles hat eigentlich angefangen auf der Stormbringer damals, wo zum einen unsere Hellbangers-Jungs ein bisschen mitgegrölt haben im Hintergrund und zum anderen waren auch Jan von Athanatos und Olaf von Impending Doom dabei, mit denen wir eigentlich immer in guten Kontakt standen und die haben auch bei Tormentor, glaube ich, den Refrain mitgesungen. Ja, und bei der neuen Platte waren halt Lemmy, Violent Force, habe ich eben erwähnt, Toto und dann noch Wannes von Pentacle, mit denen wir dann später auch eine Split-Szene aufgenommen hatten. Und die eine oder andere Live-Geschichte natürlich auch gemacht haben. Ne? Das ist so quasi unsere Bruderband und macht immer wieder Spaß mit den Jungs. Den ersten Gig, die wir eigentlich zusammen gemacht haben, der war eigentlich voll geil, weil richtige Bruderschaft, geilen Metal halt, weißt du, wenn die eine andere Band gespielt haben, voll Bang in der ersten Bühne und alles und da war gut geil und alles. Ja, die Release-Party zur Hellfire's Dominion fand in unserem Wohnzimmer im Hot statt, wo wir auch unseren Pro-Raum jetzt immer noch haben. Und ich kann mich noch daran erinnern, war eine richtig geile Party. Pentacle waren mit am Start, Homicide haben Vorgruppe gemacht. Die Fans haben die neuen Songs, Metal Ice Blood, Teutonic Steel, Expect No Release schon mitgesungen. War richtig coole Stimmung. Ja, 1999 war unser erstes Jubiläumsjahr, was wir gefeiert haben. Das machen wir jetzt alle 5 Jahre mittlerweile. 10 Jahre Disaster standen an. Wir haben dazu eine Doppel-LP rausgebracht mit alten, unveröffentlichten Songs, mit 4 neuen Tracks und haben natürlich das Konzert von 1989 nochmal wieder aufleben lassen, haben am selben Ort nochmal einen Gig zelebriert mit auch wieder Gastmusikern. Der erste Disaster-Sänger Creator Kasi war mit am Start. Ich kann mich noch dran erinnern, Atomic Steif hat einen Song mitgespielt. Violent Force Cover haben wir damals gespielt und war auch wieder eine total geile Aktion.
der 10 Years Doppel-LP wurde, dann haben wir uns überlegt, muss Tapetenwechsel her. Weil irgendwie, wie gesagt, wir haben keine Probleme mit dem Schwächheimer gehabt, also keinen Ärger oder so. Es war einfach nur mal an der Zeit, um einfach mal frische Luft zu schnuppern. Ja. Und dann haben wir ein bisschen rumgesucht und haben uns dann im Endeffekt dann später für Costas Iron Pegasus entschieden, weil der junge Mann schon seit geraumer Zeit die Band verfolgt hatte, weil er auch ein Kumpel von uns war. Und wie auch die Veröffentlichungen, die er gemacht hatte bis dato, sahen gut aus, war viel Herzblut drin. War halt auch vom Timing her war das okay halt. Ne? Allgemein bei Disaster war sowieso immer die Sache, vor allen Dingen in den Anfangstagen, also da war ich ab und zu auch dabei, wenn die mal auf Konzert gefahren sind und da wurde die Musik wirklich zelebriert. Alles andere war gar nicht so wichtig, da ging es darum, richtig laut aufzudrehen, auf die Pauke zu hauen und alles für den Heavy Metal zu tun und richtig die Sau rauszulassen. Und das war eine geile Zeit, hat Spaß gemacht. Das Songwriting zur LP Tyrants of the Netherworld lief dann eigentlich auch ziemlich gut. Da haben wir auch richtig für geschuftet. Da waren wir, glaube ich, am meisten eine Probe in unserer ganzen Karriere. Ich glaube, 3-4 Mal die Woche haben wir da geprobt für. Durch die vielen Einzelgigs, die wir hatten, waren wir eigentlich sehr gut aufeinander eingespielt. Und eigentlich wusste jeder, was er zu machen hat. Wir wussten, was wir wollten. Wir haben also wirklich sehr hart an den Songs gearbeitet. Enden, Anfänge, Mittelteile, Breaks, wurde alles extremst ausgebaut, was eigentlich total untypisch für uns war. Gesang haben wir viel gefeilt, weiß ich noch. Ja. Ich hatte schon beim Songwriting eigentlich das Gefühl, bei den ganzen Proben, dass die Songs nochmal besser sind wie das, was wir vorher gemacht haben. Und dass die Tyrants LP definitiv das Beste werden wird, was wir bis dato gemacht hatten. Also war mir auch wichtig, es muss ein gutes Cover her und es muss auch eine Fotosession entsprechend sein mit dem entsprechenden Layout dazu. Ja, also für die Fotosession zur Tyrants-Platte hat Costa Idee gehabt. Der wohnt in einem alten Haus an der Mosel und hatte einen alten Keller und da haben wir dann Ketten aufgehangen und alles, was wir an Material hatten, an Kerzenständern, an Nietenarmbändern, Patronengurten, alles, was man irgendwie auftreiben konnte, haben wir das mitgenommen und alles aufgebaut und haben dann da die Fotosession abgehalten. Das Blöde war nur, man musste, um den Keller zu erreichen, ums Haus rumgehen, weil der Eingang war von außen. Das heißt, die Jungs waren in voller Montur, Okkulto und Odin geschminkt, Ketten und der ganze Schnörkel. Und die Mosel ist ja eine sehr touristische Gegend und die Touristen draußen haben damals auch schon relativ blöd geguckt. Da war natürlich sehr interessant. Ich weiß noch damals, Okkulto, ihm war das sehr peinlich und er wollte so schnell wie möglich in den Keller. Und da kam schon das erste Problem. Wir haben die Fackeln angemacht und die Rauchentwicklung war ziemlich stark im Keller. So, dann die Jungs runter, direkt mal losgelegt mit der Kamera und direkt mussten wir wieder raus, weil die Luft war so stickig. Und das zweite Problem war, durch die Rauchentwicklung ist sehr viel Nebel entstanden. Und ich konnte keinen Blitz mehr benutzen. Die ersten Fotos noch mit Blitz und dann später leider ohne Blitz. Und deswegen sind die auch so dunkel geworden und deswegen sind die Fotos auch so relativ, naja, ich sag mal, spektakulär oder unspektakulär. Ich weiß noch, als wir damals zu den Aufnahmesessions gefahren sind, habe ich mir eine ganze Reihe Slayer, Bathory Poster mit eingepackt, Kerzen, Grablichter, habe die nachher im Aufnahmeraum postiert, um einfach so ein Feeling auch für die Musik aufzubauen und es war auch irgendwie so eine Sache, die mich auch nochmal inspiriert hat. Die Aufnahmesache selber war wirklich, wir haben diesmal versucht, alles so evil wie möglich zu halten. Das sieht man auch an den Fotos. Und es war halt, wir wollten halt einfach mal eine ganz böse Platte rausbringen, um den Leuten einfach mal zu zeigen, dass Disaster auch wirklich so evil sind, wie wir uns immer geben. So wie jetzt. Scheiße. Man muss sagen, dass man über die Jahre sehr viel unterschiedliche Musik gehört hat. Man hat mal mehr oder weniger Black Metal, mal mehr oder weniger Death Metal oder auch klassischen Heavy Metal gehört, aber
die Schnittmenge von all dem findet sich, glaube ich, auf der Tyrants of the Netherworld LP am besten. Ja, im November 2000 fand dann die Release-Party zur Tyrants LP und CD statt. Wie immer im Hot in Koblenz. Da hatten wir diesmal dann die Gäste Metal Inquisitor, Pentacle und was ganz Besonderes aus Japan, Mad Lucifer. Wobei aus Japan nur zu einem Drittel stimmte, weil wir in der Zeit, habe ich mit Mad Lucifer die Heavy Metal Chainsaw aufgenommen und so haben wir mit Masaki abgesprochen, dass wir halt dann auf dem Konzert quasi auch einen Gig geben, wo Blumi an der Gitarre und ich am Schlagzeug war. War natürlich eine Doppelbelastung für mich, weil im Hot, wie der Name schon sagt, war doch sehr hot. Immer, und ich habe an dem Abend einige T-Shirts durchgeschwitzt, aber war auf jeden Fall ein geiler Abend. Die Live-Gigs mit den Songs von der Tyrants of the Netherworld LP waren dann eigentlich phänomenal. Es war einfach ein geiles Feeling, so starke Songs im Gepäck zu haben. Und wir hatten vorher schon den einen oder anderen Song live angetestet und haben gemerkt, dass die Songs unheimlich gut ankommen. Und so bist du natürlich auch immer mit breiter Brust auf die Konzerte gefahren. Und ich muss sagen, dass wir zu der Zeit die besten Gigs unserer ganzen Laufbahn eigentlich gespielt haben. Wir waren perfekt aufeinander eingespielt, wussten, was wir wollten und brauchten uns nicht zu fürchten gegen irgendwelche anderen Bands. Wir konnten uns eigentlich immer gut durchsetzen, egal mit wem wir zusammengespielt haben. Wenn man über Highlights spricht, muss man sagen, dass natürlich der Wacken-Gig am Ende meiner Zeit bei Disaster der Höhepunkt war. Wir waren am Anfang überlegen, ob wir das wirklich machen sollten, ja, aber wir haben uns dann gedacht, es ist eigentlich für uns die Chance, einfach mal vor einem breiten Publikum und vor allem vor sehr vielen Leuten aus verschiedenen Ländern zu spielen. Der Gig in Wacken war in jedem Fall die Krönung der ganzen jahrelangen harten Arbeit. Wir haben uns durch die kleinsten Clubs nach oben gespielt. Und wir sind letztendlich in Wacken gelandet, ohne ein großes Label im Hintergrund, was sich irgendwie für uns eingekauft hat, sondern wir haben uns das alles irgendwie mühsam über die Jahre erarbeitet. Und Leute haben uns in Wacken spielen lassen, weil sie unsere Musik gemocht haben und nicht, weil wir irgendwie 20.000 Mark auf den Tisch gelegt haben. Und witzige Sache daran war zum Beispiel, wir haben für den Auftritt 300 Mark damals bekommen, ja, mussten aber 600 Mark für Pyros bezahlen und ja, daran sieht man halt auch mal, wie fair da kleinere Bands behandelt wurden auf so Festivals. Ne? Und wir haben uns auch geschworen, wir machen es nie wieder, aber der eine Gig war schon ziemlich cool, muss man schon sagen. Auch wenn der Auftritt vielleicht vom Spielerischen, vom Soundtechnischen her nicht wirklich gut war. Ja, ich weiß noch, ich habe da unheimlich Schiss vor dem Auftritt gehabt. So viele Leute auf einem Haufen, das hat man natürlich noch nie gehabt vorher. Und ich glaube, wir haben uns alle ziemlich die Kante gegeben. Machen wir ja sonst nie vom Konzert. Und ja, an den Gig selbst habe ich noch die Erinnerung, dass zwischen den Songs immer Soundfetzen von Halloween rüberkamen. Die haben nämlich auf der anderen Bühne gespielt und die haben uns Leute dann nach dem Konzert, das so scheiße gewesen sein, dass auch immer mehr Leute rübergewandert sind zu uns und deswegen, also der Auftritt an sich muss grandios gewesen sein. Man muss dazu sagen, dass wir in den Wochen vorher noch Gigs gespielt haben, die weitaus besser waren wie Wacken. Ich denke hier vor allen Dingen an den Auftritt beim Facto Commerce Festival. Was wirklich von der Zuschauerreaktion
extremst überwältigend war für uns, weil zu dem Zeitpunkt, klar, wir haben natürlich immer schöne Konzerte gespielt, auch in kleinen Clubs und so was, aber da haben wir auf einer Festivalbühne gestanden und die Leute sind teilweise echt ausgerastet. Fakte Commerce, wo nachher die Ordner haben unten einfach den Fotogramm aufgegeben, weil die Leute einfach so gedrückt haben, ja. Die sind auf die Bühne gekrabbelt nachher, das war halt schon wirklich, wirklich geil. Letztendlich ist Okkulto nach seinem größten Auftritt, nach dem größten Auftritt für die Band Disaster überhaupt, auf dem Wacken Open Air im Sommer ist er dann in den Proberaum gekommen und hat dann uns persönlich mitgeteilt, dass er die Band verlassen wird. Je öfter wir auf Gigs gefahren sind, desto mehr habe ich diese hunderte Kilometer Autobahnfahrt gehasst. Und ich habe mir immer mehr die Frage gestellt, du hast die ganze Sache nicht angefangen, um am Wochenende 15 Stunden auf irgendwelchen Autobahnen rumzugurken, sondern du willst kreativ sein, du willst Musik machen, du willst Songs machen und du willst nicht dein halbes Leben auf der Autobahn verbringen, so wie das oft der Fall war. Und da kam es immer wieder zur Diskussion. Ich habe da versucht immer zu schlichten, leider ohne Erfolg. Letztendlich ist in mir immer weiter eine Unzufriedenheit gewachsen und ich habe am Ende das Ganze nur noch als Umklammerung gesehen, weil auch so viel immer schon geplant war. Ich hatte das Gefühl gehabt, ich hatte wirklich schon auf den letzten Konzerten vom Okkulto hatte ich das Gefühl, der sagt sogar auf der Bühne, liebe Fans, vielen Dank, das ist jetzt mein letztes Konzert. Ich habe das im Urin gehabt, wie schon so oft. Ich war schon immer irgendwie so ein Freelancer, der versucht hat, so spontan zu leben, wie es irgendwie geht. Und der größte Horror ist für mich, wenn die nächsten 2, 3, 4 Wochen schon vorgeplant sind und ich weiß, dann bist du da, dann bist du da, dann machst du das, dann machst du das. Und irgendwann hat mir diese ganze Sache einfach nur noch bis zum Hals gestanden, weil ich hatte das Gefühl, ich muss nur noch funktionieren. Ein Konzert nach dem anderen wurde geplant, dann war Probe, Instrumente reinräumen, Instrumente rausräumen und irgendwann war es mir einfach zu viel und ich wusste, du musst dieses Korsett loswerden, du musst dich davon irgendwie befreien, sonst bist du nicht mehr du selber. Wobei man halt sagen muss, dass das eigentlich sehr unverhofft kam, weil er hat eigentlich vorher uns nie was gesagt darüber. Und wir waren gerade noch neue Songs am Schreiben, schon für die, also wir wussten damals sicher die Platte Divine Blasphemy heißt, aber wir haben damals schon neue Songs geschrieben gehabt und wollten ihm auch einen neuen Song präsentieren. Und dann kam ein Proberaum und dann kam dann der Hammer quasi. Nachdem ich dann in einigen Gesprächen gemerkt habe, dass die Jungs ihren Stil durchziehen wollen, im Schema, wie es bisher war, und ich gemerkt habe, dass ich mit meiner Meinung alleine stehe, gab es für mich eben keine andere Wahl, als die Band zu verlassen. War so eine erste Hochzeit für Disaster und da kam natürlich der Ausstieg vom Sänger, war wie ein Schock. Ich hätte gedacht, es hätte uns auch gut zu Gesicht gestanden, eine Auszeit zu nehmen und an neuen Songs zu arbeiten, aber natürlich war man damals auch in so einer Euphorie, dass man live spielen wollte, dass man auch vielleicht mehr Gigs angenommen hat, als einem gut getan hat. Ich kann mich erinnern, der Okkulto kam im Proberaum, hat uns das mitgeteilt. Ich war so sauer, dass ich ihn aus dem Proberaum geschmissen habe. Hab noch eins unserer Disasterkreuze genommen, hab ihm das hinterhergeschmissen. Dann ist er an der Wand zerdeppert, ist in 1000 Stücke zersprungen und habe dann erstmal monatelang natürlich überhaupt auch nichts mehr zu tun haben wollen mit Okkulto. Natürlich würde man heute manche Dinge vielleicht anders machen, anders regeln, aber zu der Zeit an diesem Ort war es ebenso und es gab für mich in dem Moment keine andere Wahl, auch um irgendwo mir selber wieder ein bisschen Luft zu verschaffen. Die Dinge waren so, wie sie waren und die Situation war so und letztendlich ist es dann so gekommen, wie es gekommen ist.